Hi und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bei mir gibt es heute watteweiche Rosinenschnecken. Super lecker, super fluffig und auch sehr einfach. Falls ihr die nachbacken möchtet, los geht's. Ich nehme 300 ml lauwarme Milch, etwa ein Teelöffel Zucker, insgesamt sind das 70 Gramm Zucker und ein Päckchen Trockenhefe. Ich vermische alles gut miteinander und lasse die Mischung für 10 Minuten zugedeckt stehen. Als nächstes füge ich ein Päckchen Vanillezucker, restlichen Zucker und 3 Eidotter hinzu und siebe das Mehl. Man sollte ungefähr 550 bis 600 Gramm Mehl nehmen, je nach Mehlsorte. Bei mir sind 600 gewesen. Dann lasse ich meine Knetmaschine auf Stufe 2 5 Minuten laufen und füge beim Kneten noch 80 Gramm zerlassene Butter hinzu. Wenn der Teig fertig ist, knete ich noch 6 Gramm Salz unter und ganz zum Schluss kommen noch 120 Gramm Rosinen dazu. Den Teig lasse ich dann 2 Stunden zugedeckt gehen und die Schüssel habe ich mit etwas Sonnenblumenöl eingefettet. Der Teig ist super aufgegangen, hat ganz viele Blasen gebildet. Jetzt gebe ich ihn auf eine leicht eingeölte Arbeitsfläche und teile ihn in 8 Teile. Man kann die Teigstücke auch abwiegen. Ich mache das heute nicht. Jedes Teigstück forme ich dann zu einer Kugel. Jede Teigkugel rolle ich dann auch sofort aus, ich warte auch nicht ab. Dann mache ich mit einem Pizzaschneider Einschnitte, man sollte den Teig nicht durchschneiden und dann forme ich diesen Teigfladen zu einer Schnecke. Wie ich das mache, ist ganz gut im Video zu sehen und die Schnecken setze ich dann in eine eingeölte Backform. Die Backform hat einen Durchmesser von 28 cm. Ihr könnt aber auch das ganz normale Backblech nehmen. Die Rosinenschnecken lasse ich dann zugedeckt eine halbe Stunde gehen und währenddessen koche ich 50 ml Milch auf, füge dann noch 25 Gramm Zucker hinzu und rühre das Ganze um. Der Zucker muss sich vollständig auflösen, dann lasse ich diese Milch-Zuckermischung erkalten und verwende die später als Glasur. Wenn die halbe Stunde vorbei ist, heize ich den Backofen schon mal auf 180 Grad Ober- und Unterhitze oder auf 160 Grad Umluft vor, bestreiche die Schnecken mit der Glasur, den Rest hebe ich aber auf und dann kommen die Schnecken für 25 bis 30 Minuten in den Ofen. Die Backzeit hängt natürlich wie immer vom Backofen ab. Wenn die Backzeit vorbei ist, hole ich die aus dem Ofen und überziehe die sofort, solange die noch heiß sind, mit der restlichen Glasur und lasse die ungefähr für eine Viertelstunde bis 20 Minuten stehen. Und das erste Stückchen bzw. die erste Schnecke ist wie immer für euch. Die sind super fluffig und super lecker. Danke fürs Einschalten, viel Spaß beim Nachbacken, bis zum nächsten Mal. Tschüss ihr Lieben!